Viele von euch haben gefragt, hey, woher hast du diesen genialen Mörser? Das hier ist ein traditioneller Mörser aus Vulkanstein, der sehr in Lateinamerika verbreitet ist. Und lass mir dir eins sagen, diese Dinger hier sind die absoluten Champions unter den Mörsern. Aber beim Kauf kann es sein, dass du auf einen Zementmörser reinfällst und das kann für deine Gesundheit echt gefährlich werden. Aber nachher verrate ich dir alles, worauf du beim Kauf aufpassen musst. Jetzt aber erstmals, warum sind Molcajetes, so wie sie in Mexiko genannt werden, so der Hammer und wie schlagen sie zum Beispiel Granitmörsern um Längen? Erstens, normalerweise sind sie deutlich größer. Und das bedeutet nicht nur, du kannst mehr Zutaten auf einmal zubereiten, sondern sie auch gleich als Servierschale nutzen. Und das finde ich einfach mega praktisch. Zweitens, die Vulkansteinoberfläche hat einen riesen Vorteil gegenüber anderen Materialien. Sie ist rauer und porös. Und das macht sie ideal zum Zerreiben von Zutaten. Dadurch lassen sich Zutaten viel besser zerreiben, anstatt nur platt gedrückt zu werden, wie es bei einer glatten Granitoberfläche der Fall ist. Der Stößel wird in Mexiko Tejolote genannt. Der ist wie der Mörser selbst auch aus Vulkanstein und dadurch viel schwerer als Granit, was dir beim Zerreiben der Zutaten hilft. Du brauchst dann einfach viel weniger Kraft auszuüben und die Arbeit geht einfach viel schneller. Das Ergebnis? Feinste Pasten und super intensiv freigesetzte Aromen. Eigentlich genau das, was sich jeder wünscht. Aber genau an diesem Vorteil liegt auch der Haken. Denn bevor du zum ersten Mal loslegen kannst, musst du deinen Molcajete unbedingt einschleifen. Vulkanstein hat eine feinkörnige Struktur und ohne diesen Schritt könnten winzige Staubpartikel in dein Essen gelangen. Und das will wirklich niemand. Mit dem Einschleifen wird die Oberfläche härter und auch ein Tick glatter, sodass du ihn sicher und bequem nutzen kannst. Und das Beste, du machst das ja nur ein einziges Mal. Ein kleiner Tipp vorab, lege ein Küchentuch oder ein Schneidebrett unter deinen Molcajete. Der ist nämlich ziemlich schwer und rau und das könnte deine Arbeitsfläche zerkratzen. Jetzt geht's los. Nimm eine Handvoll ungekochten Reis, wirf ihn in den Molcajete und damit es noch besser klappt, kannst du ein bisschen grobes Salz dazugeben. Das gibt dir mehr Reibung und sorgt dafür, dass der Stein noch glatter wird. Fang an mit kreisenden Bewegungen zu zerreiben. Starte in der Mitte und arbeite dich langsam zu den Wänden vor. Der Reis wirkt wie Schleifpapier und entfernt die losen Steinreste. Wenn dir der Reis zu sehr herumspringt, kannst du ein bisschen Wasser dazugeben. Das hilft einfach, alles zusammenzuhalten. Du zerkleinerst alles weiter mit dem Tejolote, bis der Reis fast vollständig zu einem feinen Pulver geworden ist. Am Anfang wird dieses Pulver grau und schmutzig aussehen, weil sich noch viele Steinpartikel von der rauen Oberfläche des Molcajetes lösen. Das ist ganz normal bei neuen Vulkansteinmörsern. Sobald der Reis zu Pulver gemahlen ist, entfernst du es aus dem Molcajete, spülst ihn kurz mit Wasser aus und beginnst den Vorgang erneut mit frischem Reis und Salz. Und das wiederholst du mehrere Male. Und zwar, du machst das so oft, bis der Reispulver am Ende sauber bzw. weiß bleibt. Bei mir hat es 3 Durchgänge gebraucht, aber manchmal braucht man mehr, manchmal weniger. Aber die Arbeit lohnt sich wirklich. Denn du musst es ja nur einmal machen und danach wirst du so ein geiler Werkzeug haben. Aber wir sind auf keinen Fall fertig. Der Feinschliff fällt. Knoblauch. Zerdrücke einige Zehen mit etwas Salz, bis zu einer Paste entsteht und reib sie überall in den Molcajete ein. An den Wänden auch natürlich. Der Knoblauch dichtet die Poren weiter ab und gibt dem Stein gleich ein bisschen Aroma. Und lass die Paste ein paar Stunden oder besser über Nacht einziehen, bevor du den Mörser mit Wasser spülst. Aber wie gesagt, ich will dir nicht nur zeigen, wie du deinen Mörser einschleifst, sondern auch, wie du einen Vulkanstein von einem Zementmörser unterscheiden kannst. Denn neulich habe ich einen Mörser bei einem mexikanischen Online-Händler bestellt, der als Vulkanstein-Molcajete beworben wurde, war aber leider aus Zement. Namen würde ich hier nicht nennen, aber das soll dir zeigen, dass du auf jeden Fall aufpassen musst. Ein echter Vulkanstein-Molcajete ist rau und hat eine grob poröse Oberfläche. Vor dem Einschleifen oder Curado auf Spanisch kannst du die kleinen Löcher deutlich sehen und sogar mit den Fingern spüren. Zementmörser hingegen sind glatter, heller und wirken fast zu perfekt. Sie sehen vielleicht schick aus, können aber Giftstoffe an dein Essen abgeben. Die Poren sind also nicht nur entscheidend, um deine Salsas die perfekte Konsistenz zu verleihen, sondern auch zu erkennen, ob dein Mörser wirklich aus Vulkanstein ist. Und noch ein ganz wichtiger Tipp.
Reinige deine Molkachette nur mit Wasser und einer Bürste und niemals mit Seife, denn der poröse Stein würde die Seife aufnehmen und glaub mir, du willst nicht, dass deine Salsas nach Spülmittel schmecken. Falls du eine etwas gründlichere Reinigung brauchst, kannst du Essig verwenden, ein paar Minuten stehen lassen und danach mit Wasser spülen. Wichtig ist auch, dass du deine Molkachette über mehrere Stunden vollständig trocknen lässt, bevor du ihn verstaust. Also, Wasser, Bürste, warten, fertig.